Hallo aus Dortmund. Mein Name ist Jan Vattauer und ich habe vor 20 Jahren die Firma 9FF gegründet. Da das schon eine ganze Zeit her ist, dachten wir uns, es wird langsam Zeit, euch auch in die Geheimnisse und Hintergründe der Firma einmal einzuführen. Deshalb fange ich jetzt einfach mal bei mir an. Ich bin 1967 geboren, bin verheiratet, seit fast 25 Jahren inzwischen und habe 2 fast erwachsene Jungs. Einer arbeitet sogar schon bei uns in der Firma. Ich bin in Bremen geboren, habe da lange gelebt, bin dort auch zur Schule gegangen, habe in Bremen mein Abitur gemacht, ganz normal, wie es damals war, mit 13 Schuljahren. Bin dann danach zur Bundeswehr, das war zu der Zeit noch Pflicht, bin aber nicht wie normalerweise 18 Monate gegangen, sondern 24, mit dem Hintergrund, dass ich dort die Offizierlaufbahn eingeschlagen habe, Reserveoffizier, und konnte dann in einer Instandsetzungskompanie dienen und dort einen Abschluss machen, der ähnlich ist einem Kfz-Mechaniker. Ohne wirklichen Abschluss, deshalb sage ich auch immer, ich bin Ungelernter, aber eine ganz ähnliche Ausbildung. Bin dann danach nach München gegangen zum Studieren, nicht sehr lange, ein Semester, weil als Norddeutscher in Bayern ist es nicht so ganz einfach. Bin dann danach wieder nach Bremen, habe dort weiter Maschinenbau studiert bis zum Vordiplom und habe mich dann danach, nach dem Vordiplom, spezialisiert auf Fahrzeugtechnik, Fachbereich Antrieb und habe das in Hamburg dann bis zum Diplom studiert. Teil des Diploms ist ja die Diplomarbeit, die man natürlich wie ein Praktikum in einem Betrieb schreiben musste zu der Zeit. Habe mich dann bei vielen Betrieben beworben, VW Motorsport, Toyota Motorsport in Köln und unter anderem auch bei Brabus, Mercedes-Benz Tuning, und bin dort zum Glück genommen worden, weil der Chefingenieur ebenfalls Bremer ist. Und irgendwie sind wir dann schnell zusammengekommen. Die waren eigentlich damals noch gar nicht so weit, dass sie überhaupt Praktikanten nehmen, aber durch diese räumliche Verbundenheit mit Herrn Goffrey, dem Chefingenieur, ist das dann zum Glück zustande gekommen. Habe dann dort meine Diplomarbeit geschrieben über das Thema Keramikbremsen oder vielmehr Carbonbremsen hieß das ja früher noch in Straßenfahrzeugen. Das gab es nämlich zu der Zeit noch gar nicht, das war 1994. Habe das dann auch relativ schnell da durchgezogen, hatte zum Glück ein tolles Testfahrzeug, ein SL 600 mit 7,2 Litern und 570 PS und mit einer tollen Carbonbremse eines französischen Herstellers. Habe die Arbeit darüber geschrieben, habe abgeschlossen und wurde zum Glück dann auch gleich von Brabus übernommen. Habe dann dort 5,5 Jahre erst als Assistent der technischen Geschäftsleitung gearbeitet und dann danach als Assistent der Geschäftsleitung direkt mit Bodo Buschmann zusammen, der leider inzwischen verstorben ist. War eine sehr gute Zeit, habe sehr viel gelernt, speziell Bodo Buschmann und auch Ulrich Goffrey, 2 ganz große Fachleute, von denen man technisch und wirtschaftlich eine ganze Menge lernen konnte. Also war eine sehr gute Zeit, die ich nicht missen will, aber nach so vielen Jahren war es dann auch irgendwann mal an der Zeit, sich zu verändern, nicht ein ganzes Leben lang in einem Betrieb zu verbringen. Weil ich eigentlich auch VW-Fan bin, war die Idee, Mensch, jetzt guckst du mal, ob du irgendwo bei einem VW-Tuner unterkommst. Und durch einen persönlichen Kontakt, den ich durch einen Bekannten von H&R knüpfen konnte, bin ich dann Anfang 2000 zu Projekt 2 gewechselt. War da technischer Leiter. Nicht sehr lange. Da war wieder das gleiche Problem wie mit meinem Studium damals in München. Die Firma ist ja auch im Allgäu in Süddeutschland und noch viel mehr auf dem Land als München. Deshalb war das Problem zwischen Norddeutschen und Bayern im Allgäu noch größer. Es hat wieder nicht so wirklich funktioniert. Da ich aber schon mit der ganzen Familie umgezogen war, mit Frau und Kind und Kegel, wusste man nicht so richtig, was wir machen sollen. Aber zum Glück gibt es ja noch die Firma Ruf, die auch ganz in der Nähe ist im Allgäu. Und ich habe mich einfach auf blauen Dunst von heute auf morgen da beworben, habe mich vorgestellt, wir waren uns gleich sympathisch. Und da Ruf zu der Zeit ja im Prinzip zu 100% Fahrzeughersteller war und so gut wie gar kein Tuning-Programm vertrieben hat, konnte ich mich zum Glück damit bewerben, dass ich gesagt habe, so wie bei Brabus, probiere ich für euch ein tolles Tuning-Programm auf die Beine zu stellen. Ja, habe dann da 1,5 Jahre gearbeitet, war auch wieder eine tolle Zeit, ganz anders als bei Brabus, ganz anders als bei Projekt 2. Viel mehr Handarbeit, viel mehr Im-Haus-Arbeit, tolle Fahrzeuge, endlich Porsche. Mein erstes oder zweites oder drittes Fahrzeug war ja schließlich auch ein Porsche, schon sehr lange her, ein 911 S 2,4, den ich in Bremen von unserem damaligen Chef einer größeren Textilreinigung erworben hat. Der hatte das Auto neu gekauft, einige Jahre gefahren und dann, ich weiß nicht weshalb,
im Garten direkt neben einer großen Hecke geparkt und dort einfach einige Jahre abgestellt, weil er wohl kein Interesse mehr hatte. Und irgendwann habe ich das Auto gefunden, gesehen, habe gesagt, Mensch, das würde ich dir gerne abkaufen. Auf der Beifahrerseite war er wie neu, auf der Fahrerseite war er komplett braun und verrostet, weil er zu dicht an der Hecke gestanden hatte für einige Jahre. Und das war dann auch gleichzeitig das erste Restaurationsprojekt. Aber das nur am Rande zum Thema Porsche. Ja, bei Ruf bin ich 1,5 Jahre geblieben. Habe also die ersten Porsche-Arbeiten erledigt, speziell die älteren Fahrzeuge waren damals ja bei Ruf, genau wie heute immer noch sehr angesagt, 964, 993, auch noch älter, CTR 1, CTR 2, all diese Sachen. Es war aber auch gerade, war ja 2000er Jahreswechsel, die Zeit, dass der 996 Turbo vom Porsche in den Markt gebracht wurde. Das heißt, das war eigentlich so das erste Auto, an dem ich dort mehr gearbeitet habe. 996 Carrera war fast abgeschlossen, aber dann 996 Turbo. Und als nächstes Projekt auch die Vorbereitungen für den CTR 3. Das heißt, der Mittelmotorsportwagen mit Porsche-basiertem Motor, Porsche-basierten Teilen und dort damals zusammen mit Joe Huber die Grundauslegung des Fahrzeugs. Mitte 2000 oder ja, nach dem ersten Quartal 2001 kam dann doch die Idee, jetzt wird es Zeit, sich selbstständig zu machen, nach 3 tollen Tuningfirmen. Vielen Sachen gelernt, viel gesehen, vielen Dingen, die ich nicht machen konnte. Wie gesagt, jetzt wird es wirklich Zeit, ich will mich da etwas mehr verwirklichen. Ich möchte gerne die Projekte verfolgen, die mir wichtig sind. Habe dann lange überlegt, wie man es am besten macht, wo man es macht und bin dann darauf gekommen, dass Dortmund eigentlich eine tolle Region ist. Zum einen das Ruhrgebiet, 18 Millionen Einwohner damals, 2000, 2001. Das heißt, so viele Leute auf kleinstem Raume, wie man sonst nirgends findet in Deutschland. Außerdem relativ zentral gelegen, das heißt, die Wege nach Norddeutschland, Süddeutschland, überall hin relativ überschaubar und gleich. Viele gute Zulieferer im Umkreis. Naja, und was auch stark ins Gewicht fällt, meine Frau ist auch aus Dortmund. Deshalb Dortmund als idealer Start und idealer Standpunkt, um eine neue Firma zu gründen. Und ja, so wurde irgendwann die Idee geboren, 9FF, eine eigene Porsche-Tuning-Firma, die relativ stark ins Extreme gehen soll. Ursprünglich gedacht als kleine Werkstatt mit großem Handelsanteil, viel Entwicklung, viel Ingenieurbüro, viel Versand, was sich aber über die Jahre relativ stark verändert hat oder eigentlich gar nicht so wirklich zum Tragen gekommen ist. Eigentlich bauen wir fast alles hier selber im Hause. Wir sind wie eine große Werkstatt. Wir haben natürlich eine große Entwicklung, aber versenden relativ wenig. Wir freuen uns über jedes Auto, was hierher kommt, weil dann wissen wir genau, wie die Qualität hinterher ist, wenn das Auto auch wieder rausgeht. Weil das ist einer der Punkte, der allerwichtigsten Punkte, die super Qualität, die eigene Entwicklung, das eigene Produkt, nur wenig zugekaufte Teile, eigentlich keine zugekauften Ideen, sondern das, was ich bei den anderen Firmen zum Teil vermisst habe, die Eigenverwirklichung im Auto und in jedem Teil. Deshalb 9FF. Naja, und das machen wir jetzt eben seit 2001, Mitte 2001. Und 20 Jahre sind eine lange Zeit. Und die Zeiten verändern sich. Bisher haben wir fast im Verborgenen gearbeitet, hatten zwar vielleicht relativ gute Auftritte bei YouTube, im Fernsehen, in vielen Zeitschriften. Aber da sich eben das Leben und die Welt und das Marketing verändert, wird es jetzt einfach langsam Zeit, dass wir in die Wirklichkeit kommen, in die Realität. Und dazu gehört Video und Internet und alles, was dazugehört. Speziell unser viel, viel besserer Auftritt hoffentlich dort da. Tja, und da arbeiten wir jetzt dran. Ach ja, und zum Schluss, ganz wichtig, stay tuned, weil da wird noch eine ganze Menge mehr folgen an Videos. Und wer Fragen oder Kommentare hat, unbedingt bitte schreiben, damit wir darauf reagieren können, weil wir wollen ja aktuell sein und genau das bringen, was ihr hören wollt. Bis dann.